Things I'd never heard of, so it kept me on my toes too. Was passiert wirklich hinter den Palastmauern? Jahrelang haben königliche Beobachter darüber spekuliert. Aber jetzt hat ein ehemaliger königlicher Koch, der jahrzehntelang für die Monarchie gekocht hat, endlich beschlossen, sich zu äußern. Und was er gerade über Königin Camilla verraten hat, ist überraschend, herzlich und wirft einige ernsthafte Fragen darüber auf, wie wir die Frau an der Seite von König Charles sehen. War sie kalt und berechnend oder missverstanden und liebenswürdig? Bewerten Sie mit 1, wenn Sie Camilla schon immer gemocht haben, oder mit 0, wenn Sie Zweifel an ihrer Rolle in der königlichen Familie hatten. Was der Küchenchef nach jahrzehntelangem königlichem Schweigen endlich verraten hat, wollen wir uns genauer ansehen. Ein einzigartiger Einblick in das königliche Leben. Der Privatkoch von Prinzessin Diana hat sich zu Wort gemeldet und enthüllt, wie Diana hinter verschlossenen Türen und in der Küche wirklich war. Fast 2 Jahrzehnte lang blieb er stumm. Darren McGrady, ein ehemaliger königlicher Küchenchef, der Prinzessin Diana mit stiller Hingabe diente. Ich bin Darren McGrady, der ehemalige königliche Küchenchef, der die Queen, Prinzessin Diana, Prinz William und Prinz Harry bedient hat. Ich habe aus der Ferne zugesehen, wie die Geschichte umgeschrieben und die Wunden geglättet wurden. Er bereitete sich auf Könige und Königinnen vor, aber Diana gewann sein Vertrauen und seine Ruhe. Im Alter von 63 Jahren bricht er nun endlich sein Schweigen. McGrady hat sich endlich geäußert und damit königliche Beobachter überrascht und langjährige Fans der verstorbenen Prinzessin verärgert. Seine Bemerkungen sind nicht einfach nur Beobachtungen, sie sind Enthüllungen. Und im Zentrum des Geschehens steht Königin Camilla. Was Darren über sie enthüllt, hat die Nation in Aufruhr versetzt und wir fragen uns, was wirklich in den königlichen Gemäuern passiert ist. Es begann alles mit Darren McGradys Krönungserklärung. Die überraschende Krönungsrede von Darren McGrady hat eine Kontroverse ausgelöst. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Krönung von König Charles III. Und Königin Camilla verspreche ich, von Gottes Gnaden, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, sowie meiner anderen Königreiche und Territorien, König, Verteidiger des Glaubens. Nur wenige hatten erwartet, dass sich ein ehemaliger königlicher Küchenchef, insbesondere einer, der Prinzessin Diana besonders nahe stand, zu Wort melden würde. Doch Darren McGrady hat genau das getan. McGrady verriet in einem Interview, das sowohl Monarchisten als auch Diana-Anhänger überraschte, dass er dem Datum gedenken würde. Die Zeit ist vergangen, erklärte er, und ich glaube, dass es möglich ist, die Gegenwart zu erkennen und gleichzeitig die Vergangenheit zu würdigen. Die Äußerungen waren ausgewogen, ja sogar höflich, aber im Internet wurde das nicht so gesehen. Der Aufschrei war schnell groß, während einige seine Fähigkeit, voranzukommen, lobten, bezeichneten andere dies als Verrat. Dianas Geist wird nie zur Ruhe kommen, wenn ihr die Frau unterstützt, die ihr Leid gebracht hat, so ein wütender Nutzer. Ein anderer kommentierte, du bist ihrem Erbe gegenüber nicht loyal. Du solltest die Wahrheit über Camilla aufdecken, anstatt ein Glas auf sie zu erheben. Dieser Schritt überraschte ihn, da er zuvor als stiller Hüter von Dianas Erbe angesehen worden war. Darrens Schweigen über Camilla war immer verwirrend gewesen. Trotz mehrerer Interviews im Laufe der Jahre hatte er es stets vermieden, über die Frau zu sprechen, die zur meistgehassten Frau Großbritanniens gekürt worden war. Und das aus gutem Grund. Camillas Romanze mit Charles hatte einen erheblichen Einfluss auf Dianas psychische Turbulenzen. Viele Menschen empfanden noch immer öffentliche Wut. Selbst nachdem eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2005 ergab, dass nur 7% der Briten dafür waren, dass Camilla Königin wird. Spulen Sie vor ins Jahr 2023, wo sie vor einem Millionenpublikum zur königlichen Gemahlin ernannt wird. Ich habe die Krönung unterstützt, sagte Darren. Das heißt nicht, dass ich vergessen habe, was Diana durchgemacht hat. Es bedeutet nur, dass ich älter geworden bin. Die Perspektive verschiebt sich. Soll Darren einem Journalisten gesagt haben, nachdem sein Interview bekannt geworden war. Viele Menschen waren jedoch der Meinung, dass seine Äußerungen zu spät kamen. Was dann aber geschah, überraschte die Öffentlichkeit. McGrady hat kürzlich bahnbrechende Behauptungen über Königin Camilla aufgestellt, die die Schlagzeilen beherrschten. Wahrheiten, die er jahrzehntelang geheim gehalten hatte. Warum jetzt? Warum nach so vielen Jahren reden? Viele sind der Meinung, dass die Aufregung über seine Äußerungen zur Krönung ihn an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Der Vorwurf, das Andenken Dianas nicht zu respektieren,
könnte etwas Tieferes ausgelöst haben. Dan drang, die Geschichte ein für alle Mal richtig zu stellen. Ob aus Scham, Traurigkeit oder einem lang gehegten Versprechen an sich selbst. Darren McGrady gibt endlich die Wahrheit preis. Und die Wahrheit über Camillas Verhalten gegenüber Diana hat sich im Laufe der Zeit nicht gemildert. Es ist bitter, rau und schrecklich. Aber vor diesen öffentlichen Abrechnungen begann Darrens Beziehung zu Diana in der Palastküche. Lange bevor der Skandal oder die Traurigkeit eintrat. Das Leben im Palast. Darrens frühes Leben und seine Beziehung zu Prinzessin Diana. Als Darren McGrady 1982 zum ersten Mal in den Buckingham-Palast kam, und zwar als rangniedrigster Koch in einer Küche mit 20 Mitarbeitern, ahnte er nicht, dass sein Leben einmal so untrennbar mit Prinzessin Diana verbunden sein würde. Im selben Jahr wurde Prinz William geboren. Und es begann eine diskrete Beziehung zwischen einem Koch und einer Prinzessin. Eine Beziehung, die Freude, Traurigkeit und Verlust überdauern sollte. McGradys Beteiligung war damals gering. Ich war Koch Nummer 20 von 20, erinnerte er sich. Seine ersten Aufgaben waren Routine, die Zubereitung von Tiefkühlgemüse für die Palastbediensteten. McGrady lernte bei dem französischen Küchenchef Gabriel Choumi, der ihm nicht nur beibrachte, wie man königliche Speisen serviert, sondern auch, wie man mit den verborgenen Traditionen des Palastes umgeht. Trotz der Förmlichkeit stach die junge Diana hervor. McGrady hatte eine unerwartete Begegnung mit Diana auf Schloss Balmoral, wo die Royals ihre Sommer verbrachten. Sie suchte häufig persönlich die Küche auf, eine ungewöhnliche Abweichung vom königlichen Protokoll, um kleine Leckereien für sich oder die Jungen zu erbitten. Darren erinnert sich, dass sie Joghurt, Orangensaft und vielleicht ein Stück Obst aß. Sie bedankte sich immer und half gelegentlich beim Stapeln der Teller. Ihr bodenständiges Auftreten, selbst im Morgenmantel und barfuß, hinterließ einen bleibenden Eindruck. Während ihrer ersten Jahre im Schloss brachte Diana Freude und Charme in das Schloss. Sie lachte viel, tanzte bei königlichen Versammlungen und schuf eine Atmosphäre, die die raue Umgebung des Palastes auflockerte. McGrady sprach sie immer anständig an, aber ihre Beziehung vertiefte sich mit der Zeit, die durch ruhige Interaktionen und ihr ständiges Mitgefühl geprägt war. Diana hatte kleine Routinen, zu denen auch ihr nächtlicher Saft gehörte, der je nach Stimmung aus Karotten, Sellerie oder Äpfeln bestand. McGrady bemerkte jedoch einen Unterschied im Laufe der Zeit, als ihre Ehe mit Prinz Charles immer schwieriger wurde, was zum Teil auf seine anhaltende Romanze mit Camilla Parker Bowles zurückzuführen war. Dianas Appetit begann zu schwinden. Eines Abends verlangte sie nicht mehr nach ihrem üblichen Getränk. Darren schaffte es trotz seiner Bedenken. Sie hat es in einem Zug geschluckt, behauptete er. Sie wirkte, als hätte sie geschluchzt. McGrady erkannte in diesen privaten Momenten den emotionalen Tribut, den die Affäre von ihr forderte. Er erlebte die Trauer aus erster Hand, lange bevor die Presse die ganze Geschichte erfuhr. 1992 trennten sich Diana und Charles offiziell. Diana verließ den Buckingham Palace und zog mit William und Harry in das Apartment 8 des Kensington Palace. McGrady dachte, damit sei eine Ära zu Ende. Doch kurze Zeit später erhielt er einen Anruf, der ihn überraschte. Diana wollte, dass er ihr persönlicher Küchenchef wird. Ohne zu zögern nahm er an. In Kensington herrschte eine wesentlich entspanntere Atmosphäre. Buckinghams Pronk wurde durch einen intimeren, menschlicheren Rahmen ersetzt. Aber der Schmerz hatte nicht nachgelassen. Der Schatten von Camilla Parker Bowles war immer noch groß. McGrady erfuhr sogar aus Palastkreisen, dass Camilla überglücklich über die Trennung war. Eine bösartige Geschichte besagt, dass sie einem Freund mitteilte, er gehört offiziell mir, das war er schon immer. McGrady konnte Dianas Gewicht sehen, unabhängig davon, ob sie diese Kommentare gehört hatte. Trotz allem blieb Diana herzlich. Sie hat sich nie daneben benommen. Sie war verwundet, erklärte Darren, aber sie war immer noch mitfühlend. Selbst an ihren härtesten Tagen behandelte sie jeden mit Respekt und Liebe. Das war es, was sie auszeichnete, bemerkte er. Das war es, was sie zu Diana machte. Im Laufe der Monate in Kensington wurde die Freundschaft zwischen McGrady und Diana immer enger und er wurde sich ihrer Probleme immer bewusster. Camilla stand im Mittelpunkt des Geschehens. Ich wusste immer, dass ich nie Königin werden würde. Dianas innere Zerrissenheit und Camillas Schatten. Trotz ihrer Bemühungen, die Harmonie im Kensington-Palast wiederherzustellen, blieb Prinzessin Diana von den Narben ihrer zerbrochenen Ehe und der anhaltenden Präsenz von Camilla Parker Bowles geplagt.
Hinter den makellosen Wänden und der feinen Einrichtung gab es immer wieder Phasen intensiver Trauer, die nur von einigen wenigen Vertrauten, darunter Darren McGrady, beobachtet wurden. Diana blieb eines Abends in der Küche, während McGrady nach dem Abendessen die Teller abräumte. Sie war nicht zum Essen da. Sie brauchte jemanden zum Zuhören. Sie antwortete leise, fast so, als würde sie sich selbst etwas eingestehen. Ich habe immer gewusst, dass ich niemals Königin sein werde. Dieses Mädchen, das meinen Mann entführt hat, wird eines Tages Königin sein. Obwohl die Worte leise geflüstert wurden, trafen sie Darren wie ein Blitz. Er blieb wie gelähmt stehen und überlegte, was er sagen sollte. Aber Diana brauchte keine Antwort. Keine Sorge, sagte sie sanft und wischte eine Träne weg. Du musstest nur zuhören. Jahre der Trauer, des Verrats und der Enttäuschung kamen in diesem einen Augenblick an die Oberfläche. Diana hatte schon lange geahnt, dass sie an den Rand gedrängt werden würde. Nicht nur als Ehefrau, sondern auch als potenzielle Herrscherin. Die Folgen von Prinz Charles' fortgesetzter Romanze mit Camilla waren weitaus schwerwiegender, als jede Zeitungsschlagzeile vermitteln konnte. Während ihrer letzten Jahre im Buckingham-Palast waren die lautstarken Meinungsverschiedenheiten zwischen Charles und Diana zu einem regelmäßigen Ereignis geworden. McGrady gab zu, dass er die Spannungen häufig durch die Wände widerhallen hörte, besonders wenn Camillas Name fiel. Er fragte sich oft, warum diese Frau ihm so viel Kummer bereitete. Er fand heraus, dass Charles sich nie ganz von Camilla gelöst hatte, auch nicht nach der Heirat mit Diana. Dianas peinlichster öffentlicher Moment war 1992, als die berüchtigten Camilla-Gate-Tonbänder veröffentlicht wurden. Die schockierenden Telefonmitschnitte enthüllten persönliche und explizite Gespräche zwischen Charles und Camilla, lösten einen Medienrummel aus und bestätigten Behauptungen, die Diana schon lange vermutet hatte. Obwohl sie die Videos mit McGrady nie ansprach, änderte sich ihr Verhalten in den folgenden Tagen dramatisch. Sie wurde ruhiger, zurückgezogener und schien weniger Interesse an den Mahlzeiten zu haben. Ihr Essproblem, zu dem sie sich öffentlich bekannte, verschlechterte sich in dieser emotional aufgeladenen Zeit. McGrady hat sich nie eingemischt oder Bemerkungen gemacht, aber er hat alles beobachtet. Dianas BBC-Panorama-Interview von 1995 mit Martin Bashir war ein weiterer Wendepunkt. Vor einem Millionenpublikum offenbarte sie ihre Seele und erklärte, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen eng. Die Welt war erschrocken. Glauben Sie, dass Mrs. Parker Bowles eine Rolle bei der Auflösung ihrer Ehe gespielt hat? Wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen voll. Das war nicht neu für Darren, sondern eher eine Bestätigung für ihn. Er hatte ihre stille Verzweiflung gesehen und der Rest der Welt auch. Ihre Zerbrechlichkeit und Ehrlichkeit während des Interviews warf ein grelles Licht auf die Affäre von Charles und Camilla. Sie bemühen sich, sich selbst zu schaden, weil sie sich Hilfe wünschen. Aber die Hilfe, die sie wollen, ist fehlgeleitet. Die Menschen interpretieren es als Wolfsgeheul oder als Suche nach Aufmerksamkeit und trug auf eine Weise zur Sympathie der Bevölkerung für Diana bei, wie es kein Publizist oder königlicher Berater hätte tun können. Doch trotz des Leids gab es auch Stärke. Etwa ein Jahr nach ihrem Einzug in den Kensington-Palast beobachtete McGrady eine Veränderung. Es schien, als hätte sie sich verwandelt. Sie schien in Frieden zu leben. Diana hatte begonnen, sich auf bescheidene, aber bedeutende Weise zu heilen. Sie begann, häufiger Sport zu treiben, einen besseren Lebensstil zu pflegen und sich stärker auf ihre Wohltätigkeitsinitiativen zu konzentrieren. Am wichtigsten war vielleicht, dass sie ihren Kampf gegen die Bulimie offen ansprach. Ein Wendepunkt, der zahllose Menschen dazu inspirierte, sich behandeln zu lassen. Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie zeigen, wie ein Mensch die Ernährung seines Körpers manipulieren kann. McGrady hatte noch nie gesehen, dass Diana ihre Identität wiederhergestellt hatte. Nicht als Prinzessin, sondern als eine Frau, die mit großen Widrigkeiten konfrontiert war und beschlossen hatte, diese zu überwinden. Sie war so gesund, wie ich sie noch nie gesehen hatte, erinnert sich Darren. Sie war stärker und aufgeweckter. Die Dinge sahen endlich gut aus. Aber die Geschichte sollte nicht friedlich enden. Gerade als Diana begann, aus dem Schatten zu treten, versetzte ihr das Schicksal einen schweren Schlag. Leider nahm ihre Geschichte eine tragische Wendung, als sie gerade dabei war, ihr Leben wieder zu erlangen. Ich hatte ihr Essen fertig. Der Tag, an dem Diana starb. An einem friedlichen Sonntagmorgen kam das Leben von Darren McGrady völlig zum Stillstand.
Es war ein ganz normaler Tag im Kensington-Palast. Und in der königlichen Küche herrschte wie immer ein reges Treiben. Prinzessin Diana sollte später am Abend aus Paris eintreffen. Und Darren hatte in Erwartung ihrer Ankunft ein bescheidenes Mittagessen für sie vorbereitet. Es war geplant, dass sie sich mit Prinz William und Harry treffen würde, bevor diese wieder in die Schule gingen. Es gab keine Pläne für einen anstrengenden Tag. Inmitten der Hektik des königlichen Lebens ein Moment der Normalität, hausgemachte Mahlzeiten und Zeit mit der Familie. Danach erschien eine Schlagzeile auf dem Fernsehbildschirm. Ein Autounfall mit Prinzessin Diana. Am Donnerstag ist es 20 Jahre her, dass Prinzessin Diana bei einem Autounfall in einem Tunnel in Paris ermordet wurde. Im Alter von 36 Jahren verstarb Prinzessin Diana nur wenige Augenblicke später. Ich hatte den Eindruck, dass es ein Scherz war, erzählte McGrady später. Es wurde jedoch auf jedem einzelnen Sender gezeigt. Danach wurde mir klar, dass es echt war. Er spürte das Gewicht des Augenblicks wie einen Tsunami, der über ihn hereinbrach. Obwohl er immer noch unter Schock stand, machte er sich eilig an die Arbeit. Immer noch in der Hoffnung, dass die Nachricht vielleicht übertrieben oder falsch war. Doch die Wahrheit wurde offenbar, als der Palast Dianas Testament per Fax übermittelte. Die Jungen würden nicht getröstet werden. Es würde keine Rückkehr geben und es würde kein ruhiges Mahl geben. Diana wurde abgeholt. Innerhalb weniger Stunden wurde die Atmosphäre in Kensington unheimlich feierlich. Das Personal, das ihr treu ergeben war und sie beschützt hatte, brach zusammen. Mit untröstlicher Miene stand McGrady neben den beiden. Es war eine sanfte Stimme, die sagte, ich hatte ihr Essen fertig. Da saß sie nun, ungerührt und unbeaufsichtigt. Ihr früher Tod am 31. August 1997 im Tunnel der Pont de l'Alma in Paris. Während sie von Fotografen verfolgt wurde, löste Schockwellen aus, die um die ganze Welt gingen. In den darauffolgenden Tagen nahm die Trauer in der ganzen Nation zu. 2,5 Milliarden Menschen aus der ganzen Welt hatten die Gelegenheit, ihrer Beerdigung beizuwohnen. Die Tore des Kensington Palace waren mit mehr als 60 Millionen Blumen bedeckt, die von Trauernden dort niedergelegt wurden. Candle in the Wind wurde von Elton John speziell für sie neu aufgenommen. Darüber hinaus wurde es zum inoffiziellen Lied eines trauernden Globus. Aber inmitten der Traurigkeit baute sich langsam eine andere Spannung auf. Darüber, wer an diesem Tag dabei sein sollte und wer nicht. Schon bald kursierten Gerüchte, dass Camilla Parker Bowles den Wunsch geäußert hatte, an Dianas Beerdigung teilzunehmen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen und vielleicht den Widerstand in der Öffentlichkeit zu verringern. Nach Aussagen mehrerer Personen, die mit der Situation vertraut sind, hatte sie die Erwartung, dass ihre Anwesenheit als Zeichen des guten Willens, als Brücke in eine Zukunft, in der sie akzeptiert werden könnte, wahrgenommen werden würde. Andererseits heißt es, dass sich Königin Elisabeth entschieden dagegen wehrte. Sie war sich sicher, dass Camilla sich nicht nähern sollte. Nach Ansicht von McGrady war diese Entscheidung die einzig richtige. Er sagte, es sei ein Glück für sie gewesen, dass sie den Rat der Königin befolgt hatte und nicht gekommen war. Sie wäre niemals von der ganzen Welt begnadigt worden. Die Menschen trauerten hier nicht nur um eine Prinzessin. Es war eine Zeit der Traurigkeit für Diana. Das Erscheinen von Camilla wäre als Zeichen der Verachtung gewertet worden. Vergleichbar mit dem Auftauchen am Ort eines Verbrechens, an dem man selbst beteiligt war. Für McGrady und viele andere Menschen, die Diana geliebt hatten, wäre es unerträglich gewesen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Camilla, die so unmittelbar mit dem Leid verbunden war, das Diana durchmachen musste, hinter ihrem Sarg hergeht. Die Trauer war noch zu roh, um verarbeitet werden zu können. Der Verrat ist noch zu frisch. Das Andenken an Diana wurde immer verehrt. Am Tag der Beerdigung gehörte Darren zum Personal des Palastes und sah die Prozession, als sie das Gebäude verließ. In der Chapel Royal, wo Dianas Leichnam in seligem Schlummer lag, hatte er ihr bereits einen letzten Besuch abgestattet, bevor sie ganz von uns ging. Das Gewicht der Endgültigkeit und die tiefe Ruhe, die den Raum durchdrang, waren zu viel für ihn. Als er jedoch neben anderen Menschen stand, die mit ihr zusammengearbeitet, sie gepflegt und ihre Unverwüstlichkeit im Stillen gewürdigt hatten, verspürte er für einen Moment ein Gefühl der Gelassenheit. Selbst nach ihrem Tod hatte Diana den ganzen Erdball zusammengeführt. Es ist nicht nur in der Trauer, sondern auch in der Liebe, wegen ihrer Aufrichtigkeit, ihres Mitgefühls und ihrer Bereitschaft, verletzlich zu sein. Während die Trauer der Öffentlichkeit rund um den Globus widerhallte, gab es eine leisere Veränderung. Ein Ereignis,
das Darren für immer in Erinnerung behalten würde. Bei der Hochzeit lehnte Darren es höflich ab, dabei zu sein. Camilla und Charles schließen den Bund der Ehe. In einer zivilen Zeremonie in der Windsor Guildhall heirateten Prinz Charles und Camilla Parker Bowles am 9. April 2005. Der Hochzeit folgte eine religiöse Segnung, Die in der Saint. George's Chapel Statfand. George's Chapel Statfand. Auf diesen Moment hatten die Menschen sehr lange gewartet. Ein unaufdringlicher Versuch, eine Partnerschaft zu legitimieren, die jahrzehntelang von Turbulenzen geprägt war. Für Darren McGrady war der Tag jedoch aus einem ganz anderen Grund von Bedeutung. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin auch nicht hingegangen. Ich war dazu nicht in der Lage, verriet McGrady zu einem späteren Zeitpunkt. Den ganzen Tag über musste ich immer an Diana denken. Zu diesem Zeitpunkt war McGrady bereits aus dem königlichen Dienst ausgeschieden und lebte in den Vereinigten Staaten, wo er ein florierendes Catering-Unternehmen betrieb. Trotzdem hatte ihn die königliche Welt nicht im Stich gelassen. Trotz seines Weggangs aus dem Palast unterhielt er enge Beziehungen zu seinen ehemaligen Mitarbeitern, von denen viele zuvor für Diana gearbeitet hatten. Als der Hochzeitstermin näher rückte, erhielt er einen ständigen Strom von E-Mails und SMS auf sein Telefon. Beide verspürten das gleiche Unbehagen. Sie stimmten unausgesprochen darin überein, dass die Feier ein ungutes Gefühl hinterließ. Für McGrady war das Ereignis wie ein letzter Versuch, die Geschichte umzuschreiben. Ich bin Darren McGrady, der Chefkoch der königlichen Familie, Königin Elizabeth II. Prinzessin Diana, Prinz William und Prinz Harry hatten ihn in der Vergangenheit als Küchenchef. Eine diskrete Auslöschung des Leids, das Diana durchgemacht hatte. Er erklärte, dass sie am Ende das gefunden haben, was sie wollen, aber der Preis war zu hoch. Daran wurde ich erst an diesem Tag erinnert. Nicht nur die Hochzeit hatte die größten Auswirkungen auf Darren. Innerhalb der königlichen Mauern hatten Dianas Erinnerungen in alarmierendem Tempo zu schwinden begonnen. Ehemalige Mitarbeiter hatten ihn darauf aufmerksam gemacht, dass Camillas Ankunft im Clarence House und später im Buckingham Palace zu erheblichen Veränderungen geführt hatte. Den meisten von Dianas bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen wurde keine Priorität mehr eingeräumt. Einige Mitarbeiter, die Diana gegenüber loyal waren, wurden entweder versetzt oder entlassen. McGrady merkte an, dass es wie ein kompletter Neustart wirkte, als ob die Vergangenheit aufgeräumt und an einem entfernten Ort abgelegt werden müsste. Inmitten dieses friedlichen Auslöschens tauchte eine Erinnerung mit einer Klarheit auf, die unheimlich und beunruhigend war. Es gab eine Zeit, da hatte Diana McGrady gesagt, ich werde niemals Königin sein. Die Frau, die meinen Mann entführt hat, wird eines Tages zur Königin gekrönt werden. Diese Kommentare gingen ihm am Tag der Hochzeit immer wieder durch den Kopf. Und die bescheidenen Beobachtungen, die jahrelang im Verborgenen aufbewahrt worden waren, sollten schließlich die Grundlage für Darrens schockierendste Enthüllungen über Camillas Verstrickungen jenseits der Palastmauern bilden. Sie ist der Inbegriff der Verruchtheit. Camillas Auslöschung der Erinnerung an Diana im Palast. Darren McGrady hat nach dem Tod von Prinzessin Diana einige Jahre lang geschwiegen. Er tat dies aus Respekt, aus Trauer und vielleicht auch aus der Sorge heraus, dass das Sprechen darüber nur dazu dienen würde, die Wunden, die verursacht worden waren, wieder aufzufrischen. Doch hinter dieser Stille verbarg sich ein wütender Sturm von Beobachtungen, Gefühlen und Realitäten, die lange Zeit verborgen geblieben waren. Und als er schließlich zu sprechen begann, waren es Camillas Handlungen nach Dianas Tod, die die ganze Welt überraschten, als er schließlich zu sprechen begann. In einem der emotionalsten Momente seiner öffentlichen Enthüllungen schilderte McGrady, der heute 63 Jahre alt ist, die Ereignisse, die sich abspielten, als Camilla ins Clarence House und dann in den Buckingham Palace einzog. Subtle, fast unmerklich, begann es vorher zu geschehen. Andererseits war es für diejenigen, die Diana schon immer gekannt hatten, offensichtlich. Ihr Gedächtnis wurde ausgelöscht. McGrady behauptet, dass die Hinweise an jeder einzelnen Stelle zu finden sind. In der Vergangenheit hatte Diana ihr Privatquartier mit zart femininen Elementen wie Pastelltönen, Porträts ihrer Familie und frisch geschnittenen englischen Rosen geschmückt. Diese Nuancen begannen jedoch zu verschwinden. Camillas Lieblingsarrangements waren diejenigen, die den Platz ihrer Lieblingspflanzen, wie Vergissmeinnicht und Lilien, einnahmen. Die Möbel wurden ganz oder teilweise entfernt. McGrady sagte, es habe den Anschein, als würde sie nicht nur das Gebiet umgestalten, sondern auch die Geschichte ausschmücken. Außerdem war es nicht nur eine Frage des Geschmacks.
Es ging um Präsenz, darum, wie man Dianas Präsenz los wird, und darum, wie man sie los wird. Dennoch erklärte er, dass die Behandlung der Bilder von Diana die qualvollste Form des Auslöschens sei. Früher, so erinnerte er sich, befanden sie sich in den Sälen. Und zwar nicht nur für das Personal, sondern auch für die Gäste. Einige Fotos von ihr mit den Jungen, die Momente des Glücks und des Mitgefühls festhalten. Der Palast hat sie als Bestandteil aufgenommen. Darren behauptet, dass Camilla jedes Mal die Stirn runzelte, wenn sie an ihnen vorbeikam. Sie brauchte keine Erklärung abzugeben. Dies war eine sehr offensichtliche Aussage. In den Monaten nach ihrem Einzug in das Haus wurden die Bilder zunächst an weniger auffällige Orte, dann in privatere Bereiche verlegt und schließlich ganz entfernt. Nach Angaben von McGrady war nur noch eines übrig. Versteckt in einem Raum, der für die Allgemeinheit nicht zugänglich ist. Andererseits verschwand er nach etwa 3 Jahren auch wieder. Dieses Verschwinden brachte McGrady an einen Wendepunkt in seinem Leben. Die Nachricht verblüffte mich. Ich war verblüfft, wie ein Mensch eine solche Besorgnis über eine Erinnerung empfinden konnte. Danach war sie keine Dame mehr, nicht mehr als ein Foto. Sie war nicht einmal in der Lage, mit so viel Druck umzugehen. In diesem Moment sprach McGrady die Worte, die in der gesamten Medienlandschaft für Schlagzeilen sorgten. Sie ist der Inbegriff der Schlechtigkeit. Als er es sagte, hat er es nicht gesagt. Er sagte es auch nicht um des Schockeffekts willen. Er fuhr fort, dass dies der erste Gedanke war, der ihm in den Sinn kam. Als ich erfuhr, was alles getan worden war, um Diana aus demselben Haus zu entfernen, das sie mit renoviert hatte, drehte sich mir der Magen um. Die Tat war brutal. Die Rechnung wurde gemacht. Viele Personen, die im Palast arbeiteten, betrachteten diese Veränderungen als Routine-Upgrades, als ob sie Teil eines neuen Kapitels wären. McGrady und viele andere Personen, die Diana sehr gut gekannt haben, waren jedoch anderer Meinung. Er betonte, dass es sich um mehr als nur eine Renovierung handelte. Es war eine Erklärung, eine absichtlich getroffene Entscheidung, um den Platz von allem einzunehmen, wofür Diana stand. McGrady stellte fest, dass das unterschiedliche Energieniveau von Diana und Camilla einer der Faktoren war, die die Übergänge noch schmerzhafter machten. Die Villa wurde von Diana zum Leben erweckt, so McGrady. In den Fluren herrschte ein Gefühl der Wärme und des Mitgefühls. Man konnte sie dabei beobachten, wie sie für jemanden, der die Straße entlang lief, Decken in den Kofferraum ihres Autos legte oder barfuß in die Küche trat, um Orangensaft zu betteln. Diese Helligkeit, die ihr Licht war, konnte man nicht leugnen. Außerdem ging das Licht aus, sobald Camilla den Raum betrat. Dennoch blieb McGrady mehrere Jahre lang still. Er blieb in den Vereinigten Staaten, wo er sein Catering-Geschäft weiter ausbaute, während er Diana durch öffentliche Auftritte und wohltätige Aktivitäten diskret die Ehre erwies. Trotzdem fühlte er sich zunehmend verpflichtet, die Wahrheit zu enthüllen, als er Camillas Entwicklung vom privaten Liebhaber zur Herzogin von Cornwall und schließlich zur Königin beobachtete. Er gab zu, dass ich die Krönung unterstützt hatte, einfach weil ich fest an den Fortschritt glaube. Ich bin der Meinung, dass die Monarchie geehrt werden sollte, und zwar nicht nur für einen einzigen Zeitpunkt. Das Voranschreiten führt jedoch nicht dazu, dass man die Wahrheit verschweigt. Es ist nicht so, dass wir die Kosten vergessen. McGrady betonte, dass Feindseligkeit nicht die treibende Kraft hinter seiner Entscheidung war, zu sprechen. Die Liebe war die treibende Kraft hinter allem. Es geht um Diana und um die Wahrheit. Seiner Meinung nach bin ich ihr das schuldig. Seiner Meinung nach schulde ich ihr das. Ich habe das Gefühl, dass das Mindeste, was ich tun kann, ist, ihre Geschichte zu schützen, nach allem, was sie durchgemacht hat. Alice, auch das, was unbequem ist. Seine Äußerungen trafen nicht nur in königlichen Kreisen, sondern auch in der ganzen Welt auf offene Ohren. Durch McGradys Äußerungen konnten viele Menschen ihre lang gehegten Befürchtungen bestätigen, dass Dianas Erbe nach und nach zugunsten einer geschliffenen und kontrollierten Geschichte ignoriert worden war. Für andere Menschen war es eine schreckliche Erinnerung daran, dass die Geschichte häufig diejenigen vergisst, die im Stillen leiden. Darüber hinaus war das Echo in der Öffentlichkeit sofort überwältigend, sobald Darrens Aussagen veröffentlicht wurden. Die Öffentlichkeit reagiert auf Darrens Wahrheitsbombe. Die Anschuldigungen von Darren McGrady haben in der Bevölkerung große Wellen geschlagen. Innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung seines ehrlichen Interviews brach auf den Plattformen der sozialen Medien eine wahre Flut von Reaktionen aus. Seine leidenschaftlichen Äußerungen brachten Emotionen zum Ausdruck,
die schon lange vermutet wurden, vor allem bei denjenigen, die Diana unterstützt hatten. Diese Personen hatten jahrelang den Glauben aufrechterhalten, dass die verstorbene Prinzessin ungerecht behandelt worden war, sowohl zu Lebzeiten als auch in der Erinnerung. Ein Kommentator reagierte auf Darrens Nachricht mit den Worten: „Danke, dass du endlich die Wahrheit gesagt hast." Sie haben zum Ausdruck gebracht, was viele von uns schon seit Jahren empfinden. Es gab eine Flut von Nachrichten, die in die Hunderte gingen, in denen McGrady für seine Ehrlichkeit und sein Engagement für Diana gedankt wurde. Viele bezeichneten seine Äußerungen als eine längst überfällige Rechtfertigung, als eine seltene Insiderbestätigung dessen, was die Öffentlichkeit nur vermutet hatte. Andererseits waren nicht alle mit an Bord. Einige andere zweifelten an seinem Timing. Warum gerade jetzt? Fragten sich die Kritiker. Sie haben die Krönung bejubelt. Und dann haben sie sich umgedreht und das gesagt. Was sie gerade gesagt haben? Es gab einige, die ihm vorwarfen, er wolle Aufmerksamkeit erregen oder aus alten Wunden Geld machen. Die Freunde von McGrady hingegen waren bereit, ihn zu verteidigen. Ein Unterstützer erklärte, er habe seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gesprochen. Zweifelsohne ist er derjenige, der das Privileg verdient hat, zu sprechen. In der Zwischenzeit wurde Dianas Vermächtnis wieder zum Leben erweckt. Auf mehreren Kanälen wurden alte Interviews, Filme und Erklärungen wieder veröffentlicht. Über Nacht stieg die Zahl der Follower auf den ihr gewidmeten Fanprofilen sprunghaft an. Dies war eine sehr offensichtliche Feststellung. Doch die Bevölkerung hatte die Prinzessin des Volkes nicht vergessen. Und die Worte von McGrady hatten eine Wunde wieder aufgerissen, die nie ganz verheilt war. Der nächste Schritt für Königin Camilla ist unklar. Die Enthüllungen von Darren McGrady finden bereits in allen Zeitungen und sozialen Medien Widerhall. Und das Image von Königin Camilla, das bisher sorgfältig gepflegt wurde, ist derzeit am stärksten gefährdet. Über mehrere Jahre hinweg hatte sich ihr öffentliches Auftreten allmählich verändert. An der Seite des zukünftigen Königs wurde sie von der anderen Frau zu einer rehabilitierten Figur. Doch nun, da ihr angebliches Verhalten vor den Toren des Palastes ans Licht gekommen ist, fragen sich viele Menschen, wie es weitergehen soll. Diejenigen, die für die Monarchie sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, nach vorne zu schauen. Camilla hat gezeigt, dass sie sich ihren Platz verdient hat, indem sie ihren Beitrag geleistet hat. Die von McGrady vorgelegten konkreten Berichte haben dagegen einen Feuersturm ausgelöst. Insbesondere bei den Befürwortern von Diana, die Camillas Aufstieg zur Macht nie begrüßt haben. In ihren Augen ist die Krone, die sie derzeit trägt, immer noch von den Qualen befleckt, die nötig waren, um sie zu erlangen. Die Insider des Palastes hüllen sich weiterhin in Schweigen, gemäß dem Ethos der königlichen Familie, sich niemals zu beschweren und niemals zu erklären. Schweigen könnte jedoch nicht mehr ausreichen. Das Vertrauen der Öffentlichkeit ist zerbrechlich, und der Zeitpunkt von McGradys Enthüllungen, die so kurz vor Camillas Krönung und Charles' Regentschaft erfolgten, hätte nicht besser gewählt werden können. Auf der anderen Seite gibt es königliche Analysten, die glauben, dass die Monarchie den Sturm einfach überstehen wird. Viele sind besorgt, dass Camillas Beliebtheitswerte, die in der Vergangenheit niedriger waren als die von Charles, einen nicht wieder gut zu machenden Schaden nehmen könnten. Wenn McGradys Geschichte weiter an Fahrt gewinnt, hat sie das Potenzial, Camillas Regentschaft noch viele Jahre lang zu belasten. Was Darren betrifft, so behauptet er, dass er nicht auf Vergeltung aus ist, sondern nur auf die Wahrheit. Er erklärte, es sei Sache des Einzelnen, zu entscheiden, was er damit machen wolle. Ich kann mein Schweigen einfach nicht länger aufrechterhalten. Außerdem beobachtet die ganze Welt Königin Camilla nun, da das Schweigen gebrochen ist, genauer als je zuvor. Was halten Sie heute von Camilla? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Hat sich Ihre Meinung nach der Aussage der Köchin geändert? Wenn euch dieses Video gefallen hat, gefällt es euch. Abonniert es für weitere königliche Enthüllungen und vergesst nicht, auf die Benachrichtigungsglocke zu tippen, damit ihr kein Update verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und denken Sie daran, hinter der Geschichte steckt immer mehr als das, was auf der Krone steht.